In the year 1969, 15-year-old Peter Haas was about to finish school. Peter didn't like school much and was glad that the end was in sight. Even though Peter wasn't too fond of school, he did like classes in which he could work with his hands. Und dann gingen all meine Freunde zum Gymnasium oder zu einer weiterführenden Schule und mein Vater sagte, nee, du nicht. Ja, dann habe ich wieder dicht gemacht. Schule war Horror für mich. School was going to be over in a few months, and then what? Ja, und was macht man Hand? Ja, ich wusste, dass ich handwerklich ganz gerne was machen wollte. Und und dieses Kupfertreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, okay, Goldschmied, das ist es eigentlich. Peter's father had other plans for him though. Nee, mein Vater war Versicherungskaufmann und der hatte für mich so einen Versicherungskaufmann, mittlere Laufbahn in Köln. Und ich dachte, ich am Schreibtisch, um Gottes Willen, das ist nix. So Peter decided to take matters into his own hands. Und dann habe ich den besten Freund meines Vaters gefragt, wo denn die beste Goldschmiede wäre. Und der sagte, ja, in Kevela bei Willem Polders. Und dann bin ich da freitags mittags nach der Schule hin, als 15-Jähriger, und habe gesagt, ich würde gerne Goldschmied lernen. So richtig in den Laden rein, schlotternde Knie. Ne? Ja, und die sagten dann, ja, geh mal durch, in die Werkstatt. To his surprise, they let Peter start working there right away, on a trial basis. For the next 2 months, Peter went back there every Friday afternoon to work for 2 hours at a time. He did simple sawing work and practiced soldering. At first, he kept this secret from his father, but when Peter's father got the call and learned that Peter had managed to get an apprenticeship from one of Germany's best goldsmiths, William Polders, he walked in there to sign the contract, very proud of his son. After the apprenticeship, Peter decided to study jewelry design in Düsseldorf. At the same time, he met a woman and married very young. Im Studium gingen Welten auf. Einerseits vom Ansatz her, wie das Studium strukturiert war, da habe ich eigentlich auch erst erfahren, wer ich bin. So. Und da habe ich auch meine handwerklichen Fähigkeiten richtig entdeckt. But Peter was also busy in other ways. By this time, he had already 2 children with his wife, and a third was on the way. Das war gut. Ich meine, ich war zu der Zeit schon verheiratet. Insofern musste ich immer pendeln zwischen Düsseldorf und dem Ort, wo meine Familie wohnte. Später ist dann meine Frau mit den Kindern auch nach Düsseldorf gezogen. Also da gingen Welten auf während des Studiums. Das war eine ganz andere Welt. Und da merkte ich auch wirklich, wo meine Fähigkeiten liegen. Peter was living his dream. He was becoming a real artist. Besides exploring the many possibilities of jewelry design, Peter also worked as a sculptor, painting tutor, and even designed his own line of clothing. And on top of that, he was building a house for his young family. Da gucken wir uns die Baustelle an. Und weil das Baby tierisch am Schreien war, ich glaube, das war der kleine Philipp, hatte ich ihn auf meinen Arm, den Beruhigungsgriff. But shortly before Peter could complete his diploma, his third child, Eleanor, was born, and money got very, very tight. To feed his family, Peter needed a job, and a neighbor offered him one in road construction. Peter agreed. This was the start of a career in construction work. Supporting his family was his highest priority. Ich habe mich damals geschämt, als ich in den Straßenbau gegangen bin. Heute bin ich ja nicht stolz, sagen zu können, ich bin Straßenbauer. Weil das muss man erst mal machen. Peter dropped out of university shortly before he could get his diploma. Since it was embarrassing for him, he didn't tell anybody about his work in road construction. But construction work also had its advantages. Es ist auch ein schönes Handwerk. Man ist draußen, man arbeitet im Team. Und das ist der große Unterschied zum Goldschmied. Als Goldschmied bist du alleine. Peter found amazing parallels between his work in road construction and jewelry design. Mein Spruch ist ja, ein rechter Winkel ist ein rechter Winkel und ein Radius ist ein Radius. Und ob ich jetzt hier im Ring einen Radius habe von 2,5 Zentimeter
Oder im Straßenbau einen von 2,5 Metern. Ja, das ist nur eine Absteckungsfrage, ne? But road construction work is hard work, very hard work, and Peter wasn't built like a typical construction worker, so he used his head to make it through the grueling days at the construction site. Also man kriegt ein ganz anderes Körpergefühl, ne? Wenn man sich das genauer anguckt, ich war schon ziemlich durchtrainiert. Aber ich habe das rein tänzerisch gemacht, also nicht durch Kraft, sondern durch Bewegung. Und dadurch war es für mich einigermaßen zu ertragen, weil ich habe ja nicht so einen athletischen Körperbau wie die meisten Straßenbauer. But even though he developed his own technique, construction work was still exhausting. Das ist ein harter Job, ein ganz harter Job. Also das ist... Ich habe mal gesagt, ein Straßenbauer verkauft tagtäglich seinen Körper. Peter worked hard and built the house for his family. He worked so much that eventually his family life suffered and divorce followed. He lost everything, his family, his house, and his dream of running his own goldsmith workshop seemed unattainable. Then he got to know a German-American civil engineer from the US Army. The engineer had bought a house in Puerto Rico with 3 apartments which needed renovation. He asked Peter whether he wanted to go to Puerto Rico for 3 months to renovate one of the apartments. It was a cold winter, and going to Puerto Rico sounded good, so Peter accepted. But 1 apartment turned into 3, and 3 months became 8 years. Peter continued to work on construction projects in Puerto Rico. He worked hard, but also found time to enjoy the Caribbean climate. He even joined a Catholic church there. Also ich habe immer, egal wo ich war auf der Welt, habe ich immer meine Gemeinde gefunden. Und in Puerto Rico hatte ich eine Gemeinde, wir hatten direkt am Meer unser Gotteshaus. While in Puerto Rico, Peter always kept an eye on his dream and from time to time worked for a local goldsmith. There he came in contact with many large-sized diamonds. Puerto Ricans treated them as if they were nothing special. Ich habe in Puerto Rico gearbeitet und hatte für Tausende von Dollar Steine auf dem Tisch und musste tagtäglich dasselbe machen. Und irgendwann habe ich gedacht, da muss man doch was Besonderes mitmachen können. At night in his small room, Peter came up with a unique and groundbreaking idea. A diamond which is held by a bow and can float in its fitting. Ich habe das aufgebaut wie eine einfache klassische Zeichnung und man kann auch so runterprojizieren, die Achsen. Für mich ist auch klar, dass der Bogen wie der Bogen jetzt laufen muss, dass der vernünftig läuft. Dass auch hier zwischendurch ein Abstand zwischen der Tafel und dem Bügel besteht. To do something like that, the bow has to be soldered above the diamond. Many goldsmiths don't dare to do that, since there's just a small temperature window so as not to destroy the diamond. Der ist sehr schön. Und dann kam ich auf die Idee, Bügel drüber und drehen lassen. Die Steine gehen alle mit ins Feuer. Und verlieren nicht an Glanz. Nee. Ja, und dann kam Puerto Rico, altes historisches Gebäude. Das war wunderschön. Als wir das ausgerüstet haben, habe ich da wirklich einen Abend gesessen und habe gedacht, boah, was für ein Gebäude. Die Spanier haben wirklich im Kolonialbau wunderschöne Architektur gemacht. One of his projects was the old city hall in San Juan, which he and a business partner wanted to turn into a hotel. Der Plan war eigentlich da in diesem zu eröffnenden Hotel eine Goldschmiede einzurichten. But the project failed, and Peter and his business partner felt cheated out of the project by local officials. The hotel was taken away from them. Peter's dream of having a goldsmith workshop in the hotel was crushed. Years of work for nothing. Then Peter got sick, very sick. He caught tropical fever and lost a lot of weight. This could have had deadly consequences for Peter. His doctor told him that if he stayed in Puerto Rico, he, as his doctor, would not take any responsibility. So after 8 years in Puerto Rico, after 8 years of hard labor in the tropical sun, Peter went back to Germany. He was at the end of his tether. With just a suitcase and the clothes on his back, Peter landed in Germany.
he realized that he was actually homeless. So Peter went to the Diakonisches Werk in Dortmund, a Protestant charity organization that helped him with some money to get started. Good friends also supported him. Faith always played an important part in Peter's life. He found a foothold in a Protestant parish. He goes there every Sunday to gain strength. Even though Peter found quite a bit of support, it was still very difficult, after 8 years abroad, to get readjusted to Germany. Peter thinks that if he had gotten back a few years earlier, the culture shock wouldn't have been that bad. When he was looking for work as a hotel doorman, a consultant at the employment office saw Peter had some talents. He suggested Peter apply at a project that assisted people who wanted to start their own businesses. Peter saw this as his chance to start his own jewelry design business, with the help of the German government. Ja, Herr Haas kam zu mir in die Beratung mit seinem fertigen Konzept, seinem Businessplan. Diesen hat er im Projekt der Garage Dortmund fertiggestellt, das Projekt Garage unterstützt Gründer, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen möchten. With the help of the garage, Peter learned about bookkeeping, taxes, marketing, and everything that's necessary to successfully run a business. Peter also took an advanced training course and got a certificate as a diamond appraiser. At that training course, he met a woman from Switzerland who invested in his business. Peter was on a roll. He traveled through Germany to buy diamonds. His partner had all the necessary goldsmith tools and machines in her house, untouched and still unpacked. So Peter taught her his craft and produced jewelry in her workshop in Switzerland. For the first time in decades, Peter was actually producing his own jewelry line. He was exhilarated. But then a few months later, his business partner suddenly told him that she wanted to end their business relationship. She also kept all the diamonds and jewelry. Peter was devastated. He had put hundreds of hours into transforming those diamonds into pieces of fine jewelry, and now he was back at ground zero. But Peter didn't give up. He just picked himself up, as always in such situations. And there, as always, were his friends and family. Der Glaube ist auch das, was ihm Kraft gibt. Also das hat man immer gemerkt, dass wenn es ihm nicht gut ging, dann wurde es immer noch mal ausgeprägt, dann hat es immer noch mal mehr betont. Das hat ihm sehr dabei geholfen, durch die Tiefen zu kommen. Jetzt gerade auch in den letzten 2 Jahren beim Aufbau von seinem Geschäft. Ja. As usual, he went to church every Sunday. Peter once again wrote a business plan, this time with the goal in mind to open his own jewelry design shop and get financing for it. To get the financing, he needed the assistance of the Economic Development Agency in Dortmund. Wir haben ihn zu dem Mikrodarlehen beraten. Interessant ist auch noch, dass das Mikrodarlehen vorsieht, dass die Gründer während der Laufzeit des Darlehens auch eine Begleitberatung haben müssen, damit eben die Gründung begleitet wird. Sie soll ja schließlich zum Erfolg führen. One of the tasks of the Economic Development Agency is to advise new business ventures, and Mrs. Pritzigoda knows exactly how difficult it can be to start one's own business. Ja, eine Prognose zu treffen ist eigentlich sehr schwierig. Herr Haas ist jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig. Es wird sich zeigen, wenn er die ersten 3 Jahre übersteht in seiner Selbstständigkeit, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dann hat er es geschafft. It didn't take long, and Peter got his bank loan. Within a couple of weeks, he bought all the equipment, tools and machines he needed for a small jewelry design shop. Peter could barely believe his good fortune. He was now able to produce his own designs in his own workshop. Wenn ich Weißgold oder Palladium legiere, brauche ich eine Schutzbrille. Kannst du nicht reingucken. Hier geht es. Das ist so. Jetzt kommt gleich der große Moment. Das war's. Jetzt habe ich Material zum Walzen.
Also man braucht normalerweise wirklich Zeit dafür, um da wirklich sich ranzuarbeiten. Aber dadurch, dass ich die halt jetzt schon mehrfach produziert habe, weiß ich eigentlich, wo ich hin muss. Ne? Alles andere ist wirklich gefühlsmäßig. Das Gute ist, ich habe mal Kurses gemacht zur Bewertung von Diamanten. Und da habe ich mich natürlich sehr intensiv mit dieser Schliffform auseinandergesetzt. Ne? Und das führt sich jetzt auch wieder darin auf, dass ich eigentlich sehr sicher in dieser Form bin, um diesen Unterbau hinzukriegen. Ne? Einfach weil ich mich mit dieser Optik sehr intensiv beschäftigt habe. Peter doesn't always like to take customers to his workshop. The illusion of the expensive and brilliant jewelry gets lost because of all the hard and dusty work. Besides the traditional handiwork, Peter enjoys the fact that his female customers find a very personalized connection to his jewelry. Durch dieses System, was ich entwickelt habe, konnte ich das weiterentwickeln und dann sind auch solche Armbänder möglich. Also das ist ein System, das man immer weiterentwickeln kann. Auch mit Colliers und... Machen Sie das auch als Kette? Ja, ich habe da auch Colliers gemacht. Moment, das kann ich kurz zeigen. Passt gerade so. Und so sieht das dann als Kette aus. Das kann man auch immer weiterführen. Ne? Ich könnte dann auch später, ich habe auch mit so großen Steinen größeres Material. Also da sind dann, muss ich sehen, wo handwerklich die Grenze ist. Sehr schön. A highlight was the first major public exhibition of his line in Cologne. At the event, designers presented their jewelry lines at the Cologne Rhine. Ja, auf jeden Fall kommen heute meine Töchter, da freue ich mich natürlich total drauf. Ich meine, einerseits muss man bedenken, ich habe da richtig Werte am Stand und 6 Augen sehen mehr als 2. Und dann haben sich meine Töchter bereit erklärt, heute da mit am Stand zu sein. Und es ist natürlich auch schön für meine Töchter mal die andere Seite zu sehen. Jetzt also, dass jetzt mal Publikum kommt und Erfolg da ist. Und, ja, da freue ich mich total drauf. Peter's unique design approach was one of the highlights of the exhibit. Peter was happy that his daughters helped the whole day. For the first time, they saw their father in action with his new venture and presenting his line to experts and the public. Wir unterstützen unseren Papa beim Schmuckforum bei seiner Ausstellung heute und präsentieren seine Ringe auch noch. Und ich mag die gerne, weil durch den eingelassenen Ring kann man damit spielen und das beruhigt einen auch irgendwie. Also ich finde ihn auch schön. Auch bunte Steine, sehr schön. Und ich mag seinen eckigen Ring am liebsten, weil ich den selber auch gut tragen kann. Und ich habe auch selber einen davon und trage den sehr gerne. Ich finde es sehr schön, die sind zwar sehr groß, die Ringe, und sehr breit, aber dadurch, dass dieser schmale Steg da drüber sind, wirken die auch wieder ein bisschen filigraner und dadurch fein. Deshalb kann man es auch mit schmaleren Fingern wieder gut tragen. Also mir gefällt es sehr gut. Halt auch mit diesem Clou, mit den drehenden Steinen. Ja. After a long day, Peter is full of confidence. Financially, the day was very successful, and people showed a lot of interest in his designs. Kaputt. Kaputt und glücklich. Ne, war ein guter Tag. Ich habe verkauft. Ich habe viele Menschen kennengelernt, habe Anerkennung erfahren. Ja, ich denke, das Ding wird laufen. Ich habe alte Studienkollegen wieder getroffen. Ich habe Kollegen aus Ida Oberstein wieder getroffen. Ich habe fachliche Diskussionen gehabt. Ne, war gut. Insgesamt war ein guter Tag. For Peter, after several decades, the ball is rolling again. He still has financially difficult times, but he's selling more and more jewelry. Liquidität ist immer ein Thema, bei jedem Unternehmer, glaube ich, und das ist bei mir auch ein Thema, ganz klar. Ich sitze hier in einer 2B-Gegend, um nicht zu sagen 3C. Das ist ein Problem, die A1-Kunden hier hinzukriegen.
Davor stehe ich. Aber eine höhere Miete kann ich mir nicht erlauben, um eine bessere Lage. Also muss ich da sehen, dass ich an der Stellschraube drehe. A friend told Peter once that he has golden hands. After years of construction work, Peter is very surprised by how steady his hands still are. Der Architekt von diesem Projekt in Puerto Rico, Holländer, auch Marineoffizier, der sagte irgendwann zu mir, Peter, ihr habt Haut in der Hand. Und einfach weil er feststellte, egal was ich anpackte, das funktioniert und ich wusste, was ich tat. Und der hatte mich ja kennengelernt als Goldschmied, weil ich da in einem großen Juwelier arbeitete und wir hatten uns dann auf dem Marktplatz getroffen. Und irgendwann hat er festgestellt, dass ich auch im Baufach Ahnung habe. Und dann sagte er, ihr habt Frauen in der Hand. Du hast goldene Hände, egal was du anpackst, funktioniert. Peter is well on his way to fulfilling his dream of becoming a successful jewelry designer. So he has to make Germany his home for a while, but hopefully not for too long. Because deep inside, Peter has always felt the urge to travel. Once his business takes off and he has 1 or 2 employees, he dreams of buying a sailing boat and then going straight up the River Rhine to the ocean and turning left. Dann schießen wir zurück. So, einmal die Jungs. So.